Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für leckere Hefefladen mit einem Topping aus Spinat und Spiegelei. Dafür bereiten wir als erstes den Teig vor, einen halben Würfel Hefe in eine Rührschüssel bröseln, einen Teelöffel Salz sowie einen Teelöffel Zucker dazugeben, außerdem 250 Milliliter lauwarmes Wasser, einen guten Schuss Olivenöl und zum Schluss noch 500 Gramm Weizenmehl. Ich habe hier 405er Mehl hergenommen, anschließend alle Zutaten mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten verkneten, den Teig danach auf eine Arbeitsplatte geben, mit einem Messer oder einer Teigkarte in 8 ungefähr gleich große Stücke schneiden und jedes Teigstück im Anschluss unter den Handflächen rund wirken bzw. zu einer kleinen Kugel formen. Wenn das erledigt ist, benötigen wir ein Nudelholz. Alle Teigstücke jetzt nacheinander zu kleinen, runden Fladen ausrollen, dabei die Arbeitsplatte etwas bemehlen und die ausgerollten Fladen danach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit einem Küchentuch abdecken und für ca. 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Währenddessen kümmern wir uns um das Topping. Dafür habe ich hier 500 Gramm Blattspinat aus dem Tiefkühler auftauen lassen, den Blattspinat einmal gut ausdrücken bzw. abtropfen lassen, dann in eine Rührschüssel geben, außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen dazu pressen, 125 Gramm geriebenen Käse dazugeben, ich habe hier geriebenen Gouda verwendet, dann noch 200 Gramm Creme Fraiche, etwas Muskatnuss nach Geschmack und zum Schluss eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Das Ganze anschließend einmal gut miteinander verrühren bzw. verkneten, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben, und dann sind wir damit fertig. Die aufgegangenen Fladen nach etwa 30 Minuten mit der vorbereiteten Spinatmischung belegen, gleichmäßig darauf verteilen und so gehen die Spinatfladen jetzt in den vorgeheizten Backofen für 10 bis 12 Minuten bei 180 Grad Umluft für 2 Bleche gleichzeitig oder 200 Grad Ober-Unterhitze für 2 Bleche hintereinander. Nach etwa 10 Minuten die Backbleche kurz aus dem Ofen holen. Jetzt schlagen wir die Eier auf. Ich habe kleine Eier verwendet, damit nicht zu viel daneben bzw. über den Rand läuft. Jeweils ein Ei pro Spinatfladen. Und so geht es wieder zurück in den Backofen für weitere 10 Minuten, bis die Eier den gewünschten Garpunkt erreicht haben. Die fertigen Spinatfladen mit Spiegelei aus dem Ofen holen. So sehen sie dann aus. Zum Schluss könnt ihr noch etwas gehackten Schnittlauch drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.